Hallo zusammen, willkommen zurück zu TypeScript. So, heute wollen wir uns um Symbols kümmern. Symbols sind eigentlich relativ cool und gehören ursprünglich zu ECMAScript 2015, soweit ich weiß. Und da wurden die eingeführt. Das ist ein primitiver Datentyp, so wie ganz normale Zahlen, also Number oder auch Strings. Symbols haben aber ein paar Kleinigkeiten, die besonders sind. Wir erstellen uns einfach mal ein Symbol, nennen wir es einfach mal Sym, ist gleich. Und jetzt haben wir hier eigentlich den Typ, den können wir auch hinschreiben, den Typ Symbol. Achtung, der wird hier bei mir nicht erkannt, das heißt, ich kriege hier offiziell einen Fehler, aber es wird am Ende trotzdem funktionieren. So, und wir erstellen uns jetzt hier ein Symbol. Was bedeutet dieses Symbol für Sym hier? Also Sym ist unsere Variable und Symbol ist sozusagen der Typ, wird aber über einen Konstruktor erstellt und dieses Ding hier ist jetzt immutable, das heißt nicht mehr veränderlich. Und es ist gleichzeitig auch einzigartig. Das heißt, wenn ich jetzt hier, ich kann hier auch meinen Identifier reinschreiben als String, dann weiß ich, wie ich da drüber komme. Also zum Beispiel irgendwie einen Schlüssel oder sowas. Wir nennen jetzt das Ding einfach mal Key. Wir können aber auch hier ABC oder sowas reinschreiben. Und das Ding kann ich jetzt tatsächlich zweimal hinschreiben, zum Beispiel, und beides mal ABC reinschreiben. Wir nennen das hier unten aber Sym2, die beiden sind nicht gleich. Obwohl wir hier genau dasselbe erstellt haben, haben wir hier zwei unterschiedliche Objekte und können eindeutig sagen, okay, irgendwas wurde mit Sym bzw. mit Sym2 getan. Also wir können die eindeutig voneinander unterscheiden, obwohl sie hier für uns nach außen aussehen, als wären sie gleich. Ihr könnt die hier auch überprüfen, indem ihr zum Beispiel einfach schreibt console.log und dann Sym gleich, also ob sie wirklich gleich sind, Sym2. So, und wir wollen das hier jetzt mal alles raus haben. Das ist eigentlich nur von früher übrig. Da wart ihr ja wahrscheinlich auch schon dabei, wollen wir aber jetzt gerade nicht benutzen. So, wenn ich das jetzt hier laufen lasse, dann sehen wir hier False, das heißt, die beiden sind wirklich unterschiedlich. Ich kann sie, wie gesagt, auch nicht verändern, das heißt, dieses ABC, was ich hier habe, ist wirklich, fest drin, aber das macht im Fall von Symbolen auch absolut gar nichts. Wir wollen nämlich diese Symbole für Sachen wie Objekte benutzen, also ganz normale JavaScript-Objekte, sowas wie Dictionaries, falls ihr euch erinnert an JavaScript. Das heißt, wir sagen hier zum Beispiel let Object, irgendein Objekt, ist gleich, so, und dann im Prinzip wie bei einem normalen Dictionary, diese geschweifte Klammer auf, unten drunter ein Semikolon, so. Und jetzt wollen wir hier zum Beispiel reinschreiben, wir wollen Werte referenzieren. Das heißt, wir wollen auf Werte verweisen. Und dann können wir hier sagen, ich möchte ganz gerne hier Sym benutzen. Das mache ich in eckigen Klammern. Ich benutze ein Symbol. Und wenn ich dieses Symbol hier eingebe, dann kommt ein Wert für mich zurück. Das heißt, wir schreiben hier einfach mal den Wert rein. Und dann kann ich noch hergehen und kann sagen, ich möchte noch ein zweites Symbol benutzen, also zum Beispiel Sym2. Die müssen jetzt unterschiedlich sein, sonst kriege ich ja beides mal denselben Wert raus. Und hier möchte ich zum Beispiel jetzt Wert 2 drin haben. So, und wenn ich das jetzt hier ausgeben würde, console.log, dann sagen wir mal Object referenziere, Object, und zwar von was? Naja, von Sym zum Beispiel oder von Sym2 ist eigentlich egal. So, und wenn ich das jetzt ausführe, kommt bam, Wert raus. Warum kommt jetzt hier Wert raus? Weil eindeutig zugewiesen ist, naja, okay, diese beiden Symbole hier sind offensichtlich zwei komplett unterschiedliche Objekte in unserem Speicher drin. Und wenn ich jetzt hier auf dieses Object, was ich ganz normal nach JavaScript Art erstellt habe, wenn ich jetzt hier dieses Sym eingebe für den ersten Wert, dann bekomme ich jedes Mal, wenn ich hier drauf zugreife, wie bei einem Array im Prinzip, nur dass ich jetzt hier eben über meine Symbole referenziere. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Jetzt kann ich hier natürlich noch Sym2 eingeben und bekomme dementsprechend Wert 2. Dieses False, nicht wundern, kommt von console.log. Super. Und da kann man natürlich dann schon wieder einiges damit machen, zum Beispiel ein Array aus Symbolen oder sowas. So, und was man jetzt dadurch eben auch noch machen kann, ist zum Beispiel sozusagen einen Hook für APIs zu erstellen, beziehungsweise zu liefern. Und das ist ziemlich cool, wenn ich jetzt hier nämlich einfach so das hier komplett rausmache. Und jetzt sage ich, okay, ich mache das Ganze über einen Hook mit so einem Symbol. Da kann ich ja einfach sagen, okay, wir loggen jetzt einfach mal ganz kurz nur unser Object, unser komplettes Object wird geloggt.
dann sehen wir logischerweise, dass wir nichts drin haben. Klar, haben wir ja gerade so erstellt. So, und jetzt kann ich jemand anderem einfach sagen, hey, du benutzt das Symbol hier und du benutzt das Symbol hier und so weiter und so fort. Und die können dann einfach ganz normal hergehen und sagen, Object von, also das Object hier oben von, und jetzt kriegt der eine eben dieses Symbol 1 mitgeliefert. Und der sagt sich dann, hey, wir erstellen uns hier einfach eine Funktion und diese Funktion soll return whatever. So, und wenn wir jetzt das loggen, dann ist es ziemlich cool, weil wir jetzt hier sagen können, hey, wir haben sozusagen einfach über dieses Symbol einen einzigartigen Zugriff auf dieses Objekt geliefert. Das heißt, es kann sich nicht überschneiden. Wir sehen hier Symbol ABC Function und das bedeutet, wir können diese Funktion über dieses Symbol hier auch aufrufen. Das heißt, wir können jederzeit hergehen und sagen, zum Beispiel sym. Und dadurch, dass diese Symbole hier natürlich einzigartig sind, ja gut, ich sollte vielleicht auch noch die Funktion aufrufen, nicht nur die Funktion selbst, hier, whatever. Und dadurch, dass wir jetzt eben diesen eindeutigen Hook hier drin haben, können wir sagen, okay, jeder Developer oder jeder andere Mensch, der gerade an unserer API irgendwas ergänzen möchte, der kann hier einfach sein eigenes unique Symbol bekommen. Und wir haben dann trotzdem die Garantie, dass jeder nur einmal drauf zugreift. Während wenn wir jetzt hier Strings nehmen würden, ABC und ABC, dann könnte es irgendwann mal passieren, dass eben zwei Leute denselben Hook bekommen. Das heißt, einer der beiden Hooks wird überschrieben und das wäre ein bisschen blöd. Das heißt, so kann man wirklich eindeutig sagen, okay, das ist jetzt definitiv von diesem Developer ABC, der mir jetzt hier gerade diese Funktion hier gegeben hat. Und das ist natürlich ziemlich cool. So, in den nächsten im nächsten Video, normalerweise sollte eigentlich alles rankommen, werden wir uns mit diesen Symbolen in Klassen beschäftigen, denn da gibt es auch ein paar spezielle Methoden, die man in Klassen liefern kann, die dann eben euer komplettes Klassenkonstrukt einfach verbessern und wirklich mächtiger machen. Und ja, das ist ziemlich cool, deswegen beenden wir es an der Stelle und machen nächstes Mal weiter. Wir hören uns, bis dann, ciao!